Eine ganze Zeit lang hat Deutschland darauf bestanden, homogen zu sein oder homogener zu werden. Und erst in den letzten Jahrzehnten gibt es wirklich so eine Pluralisierung. Und immer mehr Menschen nehmen sich heraus, anders zu sein, unterschiedlich zu sein. Und diese Freiheit, die wird doch mittlerweile in Deutschland auch angesehen als eine Bereicherung und auch als ein Recht, als eine legitime Angelegenheit von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Ich würde den Protest gegen Vielfalt ansehen als Teil von Vielfalt, ja? Also, oder auch als letztlich sogar Voraussetzung von Vielfalt, denn das muss ja auch möglich sein. Also wer würde denn sagen, welche Vielfalt gut ist und welche nicht gut ist, ne? Das Problem ist sozusagen, und die Gefahr, glaube ich, besteht immer, dass sich dieser Protest gegen Vielfalt und die Hinwendung zu einer Homogenisierung, dass sich das durchsetzt. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Richtungen könnte das ja passieren, und aus ganz unterschiedlichen Richtungen wäre das eine Gefahr. Vielfalt, gerade kulturelle, aber auch religiöse Vielfalt, kommt immer stärker in Schulbüchern vor. Das heißt auch, dass es vor 10, 20 Jahren durchaus noch überhaupt nicht zufriedenstellend war, einfach wirklich ein Thema war, was weitestgehend ausgelassen wurde. Auch vor allem die gesellschaftliche Realität wurde im Prinzip in Schulbüchern kaum abgebildet. Zum Beispiel im Hinblick auf Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt, die in Deutschland leben und auch deutsche Schulklassen besuchen. Mittlerweile gibt es ganz viele Schulbuchautorinnen und Autoren, die versuchen, das Thema aufzugreifen und die Vielfalt im Klassenzimmer auch sichtbar zu machen in Schulbüchern. Aber ich würde sagen, das ist noch zu zögerlich und zum Teil auch in problematischen Formen. Ich glaube, wir müssen immer noch üben und bessere Wege finden, wie wir den Umgang mit Vielfalt wirklich dann auch in einer positiven, selbstbestimmten Weise für Schülerinnen und Schüler ins Klassenzimmer reinbringen. Also ich denke, es gibt ganz spannende Ansätze des multireligiösen Unterrichts in Großbritannien, aber auch in Kanada, die durchaus spannend sind. Ich finde es aber auch interessant, mal nach Indien zu schauen, wie dort in einem multireligiösen und multiethnischen und multisprachlichen Kontext unterrichtet wird und dort eben auch Vielfalt thematisiert wird. Wo zum Beispiel zur indischen Gesellschaft das ja ganz klar dazugehört, eine Staatsangehörigkeit, die indische zu haben, aber ganz unterschiedliche Sprachen zu sprechen und ganz unterschiedlich zu leben und zu essen. Also das denke ich schon, dass wir da auch in anderen Regionen der Welt durchaus eine ganze Menge lernen können.